Energiesparen ist zur alltäglichen Herausforderung geworden. Nicht nur aus Kostengründen, sondern auch, weil nachhaltiges Handeln längst zur gesellschaftlichen Verantwortung gehört. Waschen mit weniger Strom? Das klingt nach einem einfachen Weg, Energie einzusparen. Moderne Geräte bieten dafür spezielle Programme. Kurz, sparsam und kalt. Doch da beginnt das Dilemma. Niedrige Temperaturen reinigen oft nicht gründlich. Kaffee- oder Rotweinflecken bleiben, Bakterien und Gerüche auch. Das Ergebnis ist enttäuschend und die Maschine läuft ein zweites Mal. Dieses Mal mit heißem Wasser. Energie gespart? Fehlanzeige. In modernen Forschungslaboren wird längst an Lösungen gearbeitet, die auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässige Reinigung ermöglichen. Dabei wird nicht die Waschmaschine verändert, sondern das Waschmittel von innen heraus. Ein Unternehmen, das sich genau dieser Aufgabe verschrieben hat, ist Catexel. Die Wurzeln reichen zurück bis zur traditionsreichen Höchst AG, später Clariant. 2013 wurde es als eigenständiges Unternehmen gegründet, hervorgegangen aus einer gezielten Akquisition. Was geblieben ist? Das chemische Know-how und ein Team aus rund 240 erfahrenen Mitarbeitenden, das seit jeher die Basis für den Erfolg bildet. Was sich hingegen deutlich verändert hat, sind das Produktportfolio und der wirtschaftliche Erfolg. Heute ist das Unternehmen ein dynamisch wachsender Technologieanbieter mit Forschungs- und Produktionsstandorten in Deutschland, den Niederlanden und den USA. Das Ziel? Innovative Lösungen für die Waschmittelindustrie, die nicht nur leistungsstark, sondern auch nachhaltig sind und sich messbar an den realen Herausforderungen des Alltags orientieren. Dazu gehört beispielsweise die Entfernung von hartnäckigen Gerüchen oder die Verbesserung der Reinigungsleistung bei kürzeren Waschprogrammen, also überall dort, wo herkömmliche Produkte an ihre Grenzen stoßen. Entscheidend dafür ist ein tiefes Verständnis der KonsumentInnenbedürfnisse kombiniert mit modernster Forschung. Auf dieser Basis entstehen bei Catexel gezielt Technologien, die nicht nur den Status quo verbessern, sondern neue Standards setzen. Davon ist auch Geschäftsführer Dr. Alexander Snell überzeugt. Unser Ziel ist es, die Hausarbeit so einfach und effizient wie möglich zu gestalten, ohne dabei die Umwelt zu belasten. Deshalb entwickeln wir bei Catexel hocheffiziente Produkte, die bereits bei niedrigen Waschtemperaturen höchste Sauberkeit erzeugen. So wird Ihr T-Shirt wieder richtig weiß und die Kaffeetasse frei von Flecken. Denn ob Kleidung oder Geschirr, damit etwas wirklich sauber wird, müssen 4 Faktoren zusammenspielen: Temperatur, Zeit, Mechanik und Chemie. Reduziert man die Temperatur und setzt gleichzeitig auf kurze Programme, kann das nur mit stärkerer Chemie ausgeglichen werden. Mehr Reibung wäre weder effizient noch materialschonend. Deshalb liegt der Schlüssel in speziell entwickelten Wirkstoffen. Moderne Waschmittel nutzen sogenannte Bleichaktivatoren und Bleichkatalysatoren, um typische Haushaltsflecken auch bei niedrigen Temperaturen zu entfernen, zuverlässig und ohne Vorbehandlung. Ein bekanntes Beispiel: TAED, kurz für Tetraacetylethylendiamin. Dieser Aktivator senkt die Reaktionstemperatur der Bleiche von 90 auf 40 Grad Celsius. Gibt man noch einen Katalysator hinzu, funktioniert die Bleiche sogar schon bei 20 Grad Celsius. Wäsche wird bei niederer Temperatur oft nicht richtig sauber, weil viele der Inhaltsstoffe in einem Waschmittel erst bei höherer Temperatur aktiv werden. Wir sagen in der Chemie dann, dass chemische Prozesse eine gewisse Aktivierungsenergie oder Aktivierungstemperatur benötigen, um zu funktionieren. Beim Waschprozess sind das üblicherweise 60 Grad. Es gibt jedoch einen Trick: Katalysatoren. Katalysatoren sind Substanzen, die chemische Prozesse anschubsen, sodass sie bereits bei niederer Reaktionstemperatur ablaufen. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man über einen Berg will. Es gibt den direkten Weg über den Gipfel, also die hohe Temperatur, oder mit einem Katalysator erschließt man sich einen Weg um den Berg herum, der flacher ist, also niedrigere Temperatur. Man kommt am Ende an derselben Stelle heraus, also das Endergebnis ist dasselbe. Aber man hat es geschafft mit dem Katalysator, dass Reaktionen bereits zum Beispiel bei 20 Grad funktionieren, die sonst 60 Grad gebraucht hätten. Oder auf den Waschprozess übertragen: Die Wäsche wird bei 20 Grad sauber, die sonst 60 Grad gebraucht hätte. Katalysatoren sind meistens fest. Deswegen werden sie hauptsächlich in Pulverwaschmitteln eingesetzt. Das ist jedoch kein Problem, da Pulverwaschmittel sowieso die Produktform ist, die die höhere Waschkraft hat, also eingesetzt wird, wenn es um starke Verschmutzung geht. Das gilt nicht nur für Textilien.
Auch im Geschirrspüler können diese Systeme eingesetzt werden. Besonders bei Teetassen mit dunklen Rändern zeigt sich die Wirkung. Sauber, selbst im Eco-Spülgang. Ein weiterer Vorteil: die Bleiche wirkt auch gegen Bakterien, Viren und andere Keime. So wird nicht nur das sichtbare Ergebnis besser, sondern auch die hygienische Sicherheit steigt und das bei deutlich niedrigerem Energieverbrauch. Damit solche hochaktiven Stoffe sicher und präzise dosiert werden können, werden sie industriell zu Granulaten verarbeitet. Das Pulver wird unter kontrollierten Bedingungen in größere, stabilere Partikel umgewandelt. Rieselfähig, nicht staubend und einfach zu handhaben. In der Produktion verwandeln wir das feine Pulver in ein Granulat, um es für den Kunden und in der Weiterverarbeitung sicherer und einfacher handhabbar zu machen. Man kann es sich ein bisschen so vorstellen wie der Unterschied zwischen Puderzucker und Zuckerkristallen. Beides ist der gleiche Stoff. Wenn man aber zum Beispiel an seinen Kaffee denkt, merkt man, dass einer der beiden Stoffe deutlich leichter handhabbar ist. Das Granulat staubt praktisch nicht, lässt sich optimal dosieren und löst sich perfekt in Wasser auf. Wir befinden uns hier am Fließbandtrockner. Am Fließbandtrockner wird das nass granulierte Produkt getrocknet. Das heißt, von unten wird warmer Stickstoff eingeblasen. Ganz am Ende legen wir noch kalte Luft ein, um das Produkt auf Verpackungstemperatur zu kühlen. Direkt darunter befindet sich das Sieb. Wir befinden uns hier vor dem Sieb. Auf dem Sieb trennen wir das getrocknete Granulat in verschiedene Fraktionen auf. Ganz oben trennen wir die grobe Fraktion ab. Ganz unten den Staub. Und in der Mitte haben wir das Produkt, so wie wir es an unseren Kunden verkaufen möchten. Umweltschutz ist für uns eine zentrale unternehmerische Pflicht. Das beginnt bei der Investition in effizientere Anlagen bis hin zur aufwendigen Reinigung von Abluft und Abwasser, die man hier im Hintergrund sehen kann. Gleichzeitig stellt unser Produkt seit Jahrzehnten einen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt dar. Durch die Verringerung der Waschtemperaturen können signifikante Mengen Energie eingespart werden. Dabei ist unser Produkt gleichzeitig vollständig biologisch abbaubar und wird sogar häufig in ökologischen Waschmitteln verwendet. Für Flüssigwaschmittel gibt es bislang keine vergleichbare Technologie. Bleichaktivatoren und Katalysatoren sind in flüssiger Form schwer stabil zu halten, deshalb kommen sie fast ausschließlich in Pulverprodukten zum Einsatz. Doch auch daran wird gearbeitet, denn der Bedarf an leistungsstarken Waschmitteln, die bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren, wächst stetig, unabhängig vom Format. Catexel entwickelt deshalb neue Systeme und forscht an sogenannten Soil-Release-Polymeren. Diese sind sehr kompatibel in verschiedensten Formaten einsetzbar. In Pulverwaschmitteln, Flüssigwaschmitteln, Tabletten oder Kapseln. Sie bilden beim Waschen eine hauchdünne Schicht auf den Textilfasern. Dadurch haftet Schmutz weniger stark und lässt sich beim nächsten Waschgang leichter ausspülen, selbst bei kurzen Programmen und niedriger Temperatur. Ziel dieser Entwicklungen ist nicht nur eine hohe Waschleistung bei niedrigen Temperaturen, sondern auch mehr Nachhaltigkeit. Deshalb wird gezielt an Wirkstoffen geforscht, die sich aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen lassen. Der Einsatz petrochemischer Komponenten soll reduziert, der CO2-Fußabdruck gesenkt werden. Gleichzeitig achtet das Unternehmen auf effiziente Produktionsprozesse und kurze Transportwege, um nicht nur das Produkt, sondern die gesamte Lieferkette umweltfreundlicher zu gestalten. Mit seinen Entwicklungen will Catexel einen Beitrag leisten zu einem Alltag, in dem niedrige Temperaturen nicht mehr Verzicht bedeuten, sondern Fortschritt. Und zu Produkten, die leise und unsichtbar im Hintergrund wirken, aber spürbar etwas verändern. Wir arbeiten bereits an unserer nächsten Innovation, ein Katalysatorsystem, das bereits bei 20 Grad funktioniert. So wird der Waschvorgang noch energiesparender und noch umweltschonender. Außerdem haben wir gerade sogenannte Soil-Release-Polymere auf den Markt gebracht. Das sind Polymere, die die Fasern vor Verschmutzung schützen und so den Waschvorgang noch schonender bereiten. Denn wer heute weniger Energie verbrauchen will, braucht Produkte, die mehr leisten. Die Zukunft des Waschens beginnt nicht im Gerät, sondern in der Formel.